Hallo YouTube, heute mal was ganz anderes. Wir haben für jeden etwas mit dabei. Mich haben in letzter Zeit ganz viele liebe Leute angeschrieben mit ganz vielen Fragen zu meinen verschiedenen Projekten. Ich versuche natürlich, alle eure Fragen ausführlich zu beantworten. Es kann aber natürlich sein, dass die ein oder andere Frage unbeantwortet bleibt. Deswegen heute hier dieses Video für dich, deine Fragen, meine Antworten. Also dranbleiben, zurücklehnen, Kommentar da lassen. Wir steigen gleich ein und ich zeige euch hier dieses Vitrinenschrank-Terrarium. Das Terrarium existiert seit 7 Jahren. Ich musste bisher einmal die Rückwand ausbessern und ich plane hier in Zukunft einen Wasserfall einzubauen, um die Luftfeuchtigkeit noch weiter zu steigern. Genau zu diesem Zweck habe ich kürzlich auch erst eine Regendüse nachinstalliert. Erste Frage also, muss man für die Rückwand Styrodur verwenden oder klappt das wie bei dir mit dem viel günstigeren Styropor genauso gut? Also für die Aufbauten im Terrarium funktioniert beides genauso gut. Ich denke, Styropor ist etwas leichter zu formen und vielleicht auch günstiger. Mein Problem, was ich mit beiden habe, wenn man Heimchen als Futtertiere verfüttert, werden diese auf jeden Fall immer einen Weg ins Styropor finden. Das Problem habt ihr aber mit Styrodor genauso. Wie lange hast du denn insgesamt gebraucht, bis das Terrarium fertiggestellt und bezugsbereit war? Also an diesem Projekt habe ich ca. 2 Monate gearbeitet, bis es bezugsbereit war. Es handelt sich hier aber um ein Langzeitprojekt und das wird ständig nach- und umgerüstet. Wir springen mal gleich weiter zu den Landeinsiedlerkrebsen. Die haben sich hier seit ein paar Tagen vergraben und ich sehe sie nur noch nachts. Ich muss dazu sagen, wir leiden gerade unter einer Hitzeperiode, über 30 Grad und ich musste einige Kühlungsmaßnahmen ergreifen. Das Terrarium ist mit Epoxidharz versiegelt und ein Zuschauer fragt, ist es auch möglich, etwas anderes als dieses Harz zu verwenden? Etwas, was einfach zu verarbeiten ist und nicht lange trocknet. Ja, ich habe zum Ausbessern des Wasserteils mal ein Experiment mit Bootslack gemacht. Das funktioniert sehr gut. Der Nachteil allerdings bei gutem Bootslack ist, dass er extrem lange trocknet, noch viel länger als Epoxidharz. Ist leider ganz oft so, wenn man es richtig machen will, muss man auch Trocknungsphasen beachten. Die nächste Frage ist, woher hast du deine Siedler? Ich habe verschiedene Erfahrungen mit Zooläden und Internethändlern gemacht. Derzeit tendiere ich dazu, wenn man Landeinsiedlerkrebse bestellt, diese doch eher im Internet zu bestellen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir derzeit mehr Gedanken um eine Landeinsiedlerkrebs-Nachzucht mache, als weitere Tiere nachzubestellen. Wie ihr wisst, kommen alle Tiere ja aus der Natur und sind Wildfänge. Ja, eine Landeinsiedlerkrebszucht ist möglich, auch wenn es sehr, und ich wiederhole, wirklich sehr aufwendig ist. Ich habe es angesprochen, es ist unglaublich heiß und das bringt mich zum Axolotlbecken. Früher hatte ich hier mal einen Hamburger Bodenmattenfilter verbaut. Ein Projekt, was mich 2006 schon zu YouTube gebracht hat, damals allerdings noch unter einem anderen Namen. Im Axolotlbecken muss ich derzeit täglich für Kühlung sorgen. Wie ihr wisst, mögen es Amphibien ja kühl und auch feucht. Ich kühle mein Becken also mit tiefgefrorenen PET-Flaschen. Außerdem habe ich noch eine kleine Ventilatorenanlage und kann so die Temperatur etwa um 5 bis 6 Grad runterbringen. Wichtigste Frage hier, kannst du was zum Stromverbrauch sagen? Kilowattstunde im Monat. Ja, kann ich. Ich habe das mal ausgerechnet. Also in dem 180 Liter Becken sind ca. 130 € im Monat. Diese Frage bringt mich gleich zum Froschterrarium. Hier sehr interessant mit Kaulquappen gerade. Und auch hier die erste und wichtigste Frage. Was kostet dich das im Monat an Futter, Wasser und Strom? Auch hier habe ich es mal nachgerechnet. Das tropische Terrarium kostet ca. 2,50 € im Monat an Strom. Futtertiere, Osmosewasser sind nochmal 10-20 € im Monat. Also monatlich alleine für das Tropenterrarium mit Frosch 30 € im Monat. Und auch hier, wie lange hat der Aufbau gedauert? Circa 2 bis 3 Monate. Auch hier handelt es sich um ein Open-End-Projekt. Apropos Open-End-Projekt, was natürlich nicht fehlen kann, die Zwerggarnelen. Ich halte Neocaridina Zwerggarnelen im Axolotlbecken und bei den Fröschen, die vermehren sich ganz fantastisch. Mein eigentliches Zuchtprojekt sind aber die Caridina, Bienengarnelen und Tigergarnelen. Hier in meinem Mischbecken einfach nur schön anzuschauen. Und in einem anderen Becken habe ich diese bis zur 3. Generation gezüchtet. Wirklich schöne Tiere schon dabei. Ich denke, ab der 4. oder 5. Generation wird es dann auch so richtig spannend. Eure Frage hierzu, braucht das Wasser eine bestimmte Temperatur und wenn ja, wie hast du das umgesetzt? Nein, Zwerggarnelen halte ich hier bei Zimmertemperaturen. Meine Zwerggarnelen kommen aus Bächen Südostchinas. Da gibt es im Sommer Temperaturen um 30 Grad und im Winter kann das auch mal 10-15 Grad sein. Also Zimmertemperatur passt wunderbar. Man kann in den kühleren Monaten im Winter den Tieren auch mal eine Zuchtpause gönnen. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wie oft muss man denn den Filter reinigen? Und die übernächste Frage, was genau ist ein TLH und ein HMF? Ich habe da irgendwie noch nie so die Unterschiede zwischen gesehen und würde nicht nur eins von beiden reichen. Und wir sind beim letzten Thema angekommen, den Lufthebern, den tschechischen Lufthebern und den Hamburger Mattenfiltern. Wie ihr ja wisst, schwöre ich auf TLHs und HMFs, inzwischen auch in Paludarien. Ein TLH ist ein tschechischer Luftheber, durch den das Wasser durch den HMF, den Hamburger Mattenfilter, gesaugt wird. Mattenfilter, TLH,
Das funktioniert ähnlich wie bei einem Standard-Aquarium. Das Wasser wird durch einen Filter gesaugt und mit den Bakterien in Kontakt gebracht. Reinigen muss man den eher selten, kommt auf den Verschmutzungsgrad an, vielleicht standardmäßig einmal im Jahr. Und vor allem, was noch ganz wichtig ist, liebe Leute, ja, die Luftheber brauchen Strom, entweder eine Membranpumpe oder einen Kompressor. Damit bin ich schon wieder am Ende angekommen. Es gibt natürlich ganz viele Nebenprojekte, Pflanzen, Eier, Nachzuchten. Ich weiß, alle wollen nochmal die Katze sehen, also bitteschön, Katze im Glück. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Ich bedanke mich wieder artig fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen da und wenn du möchtest, kannst du ja den Kanal abonnieren. Du wirst jetzt diesen Kanal abonnieren. Hört nicht auf den. Wenn ihr möchtet, abonniert den Kanal, aktiviert auch die Glocke. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Den Kanal abonnieren, sofort!